Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anna und heute sind wir in den Berchtesgadener Alpen und wir werden auf die Kneifelspitze laufen. Ja, zum Abschluss unseres kleinen Alpenurlaubs dachten wir machen noch mal eine kleine feine Runde. Der Berg hat 1189 Meter. Ja, soll angeblich, Der schönste Panoramablick Berchtesgadens sein und es ist der Trainingsberg der Berchtesgadener. sagt zumindest das Internet, genau. Wie ihr seht, wir sind hier auch schon oben. So ein bisschen Panorama und auch ein bisschen Training hatten wir. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie wir hier hochgekommen sind, wie es von hier wieder runter geht. Dann bleibt dran und wir schauen es uns gemeinsam an. Start unserer Tour war an der bekannten Wallfahrtskirche Maria Gern. Von der Kirche aus führt uns die Straße gleich mal mit sage und schreibe 29% Steigung in den Wald hinein. Da kamen wir recht schnell auf Betriebstemperatur. Im Wechsel zwischen schmalem Pfad, Straße und breitem Weg ging es bergan. Sowohl Wanderführer als auch die Berchtesgadener Homepage beschrieben die Tour als leicht. Also dafür, dass die Tour laut Wanderführer leicht ist und nicht allzu lang, läuft mir schon ganz schön der Schweiß. Klar, dass es sich hier wieder beschweren muss, aber wenn es schon eine leichte Tour ist, ist es doch super, dass wir hier die Höhenmeter als Training nutzen können. Gell? Was soll ich sagen? Anne sieht mich eben gerne schwitzen. Also weiter ging es steil hinauf. Immer in schönem Wechsel von breit und schmal, aber ohne Verschnaufpause, was die Steigung anging. Tobi schwitzt. Und jetzt stellt euch mal vor, wie das auf größeren Bergtouren so ist. Unter uns ist es mittlerweile schon ein kleiner Running Gag auf den Touren. Hier seht ihr mal, wie steil der Schotterweg war. Tatsächlich nicht gerade wenig. Da freuten wir uns auf jeden Fall, dass wir das hier nicht gerade bergab laufen mussten. Und da war er erreicht. Der Gipfel nebst Gipfelgaststätte. Leider müssen wir euch hier enttäuschen. Alle, die sich ein textilfreies Sonnenbad von Anne gewünscht hätten. Vielleicht beim nächsten Mal. Für uns gab es jetzt erstmal eine kleine Stärkung und Aussicht satt. Leider war der Watzmann dick in Wolken gehüllt. Frisch gestärkt machten wir noch einen kurzen Abstecher zu einem weiteren Aussichtspunkt, dem Salzburgblick. Der Name ist hier selbsterklärend. Ja, wir sind jetzt mittlerweile am Gipfel angekommen, genau. Und ich habe Blindenpassagier. einen Mitfahrer. Der lässt sich auch nicht abschütteln. Ja, Aussicht hier oben, allererste Sahne, macht Spaß tatsächlich. Weg war auch ein bisschen schweißtreibend und ja, wir genießen jetzt noch ein bisschen die Aussicht. Schauen mal, was unser Mitfahrer hier macht und dann geht's auch wieder runter.
Ja, der will bestimmt mit runter. Na, schauen wir mal. Einen schönen Blick hatte man hier, wie der Tobi schon sagt. Aber man sollte nicht nur in die Ferne schauen. Auch unmittelbar am Wegesrand gab es im Kleinen viel zu entdecken. Tobis Mitwanderer begleitete uns noch ein kleines Stück, beschloss aber schlussendlich, sich nicht allzu weit vom Gipfel zu entfernen. Bergab wanderten wir über weite Teile auf einer anderen Route als bergauf. Hier kamen wir vorhin von vorne und bogen nun rechts ab. Etwas später sollten wir noch mal kurz auf unsere Aufstiegsroute treffen. Da sind wir vorhin hoch. Jetzt geht's wieder runter. Für den weiteren Verlauf wählten wir dann aber einen schönen Weg über Wiesen mit ein wenig Aussicht. Einfach schön zu wandern. Bevor wir unten ankamen, machten wir noch einen weiteren kleinen Abstecher zu einem Aussichtspunkt, der Marxenhöhe. Wie ihr sehen könnt, war der Watzmann noch immer in den Wolken. Sehr schade. So kann sich ein Abstieg sehen lassen. Durch schöne Landschaft, ein wenig Aussicht, entspannte Wegführung. Oder, Anne? So kommt man richtig schön gemütlich den Berg runter. Macht wirklich Spaß. Kurz danach war es dann geschafft. Wir waren wieder an der Wallfahrtskirche angekommen. Unsere heutige Tour liegt in den Berchtesgadener Alpen, etwas nördlich von Berchtesgaden. Start der Tour ist an der Wallfahrtskirche Maria Gern. Von dort aus geht es über breite und schmale Wege zum Gipfel mit dortiger Gaststätte. Vor dem Abstieg lohnt ein Abstecher zum Salzburgblick. Der Abstieg erfolgte sodann ähnlich wie der Aufstieg auf schmalen und breiten Wegen, vorbei an der Marxenhöhe, zurück nach Maria Gern. Ja, da haben wir es geschafft. Die Kneifelspitze ist erwandert. War eine sehr schöne Runde und in der Variante, wie wir jetzt gelaufen sind, am Anfang ging es steil bergauf, also ja, knackige 29%, gleich mal vom Start weg. War größtenteils breiter Weg. Ja, wie war es weiter, die Aussicht und so? Aussicht war super. Also, ob es jetzt das schönste Panorama Berchtesgadens war, wissen wir nicht. Wir kennen sie noch nicht alle. Aber für sich genommen war es sehr, sehr schick. Man hat da oben auch ganz schön gesessen. Kann man sich jetzt drüber streiten, aber man hat schön gesessen, konnte schön gucken. Also die Hütte an sich hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber man sitzt ganz gut auf der Terrasse. Das ist richtig. Blick zum Watzmann war auch sehr schön. Leider war er in den Wolken, wie auch letztes Jahr, als wir hochgelaufen sind. Also quasi vertrautes Bild. Ja.
Das kleine Kirchstein am Anfang hier in Maria Gern ist auch ganz hübsch. Also ruhig mal einen Blick reinwerfen, wenn ihr hier zufällig vorbeikommt, beziehungsweise auch mal auf die Kneifelspitze hoch wollt. War auch einiges los, sowohl beim An- als auch beim Abstieg. Und zur Route selbst, die hatte ich hier von der offiziellen Homepage, habe die ein bisschen variiert. Und ansonsten gibt es hier auch nochmal ähnlich in dem Wanderführer, den wir hier fürs Berchtesgadener Land haben. Ja, wird als einfache Tour beschrieben, aber ob der Steilheit des Anstiegs und dem Schotter beim Abstieg, beim steilen Abstieg, man sollte das nicht unterschätzen. Das stimmt, ja. Ja, gut, dann würde ich sagen, haben wir es für dieses Mal. War jetzt unsere letzte Tour in unserem diesjährigen Alpenurlaub. Vielleicht kommt noch mal ein langes Wochenende, schauen wir mal. Aber ansonsten hoffen wir natürlich, euch hat es gefallen, uns auch bei dieser Tour zu begleiten. Ja, euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Tour wieder.